Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese leckeren gefüllten Teigtaschen zubereiten könnt. Die sind von außen schön lecker knusprig und von innen schön saftig. Gefüllt habe ich sie mit Hähnchenbrust, Gemüse und ein paar Glasnudeln. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Teig benötigt ihr Mehl, Hartweizengrieß, Trockenhefe, Zucker, Salz und warmes Wasser. Alle Zutaten werden in einer Rührschüssel gemischt und erst auf niedriger Stufe und dann auf hoher Stufe zu einem glatten Teig verarbeitet. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt jetzt auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Nach ca. 10 Minuten Kneten ist der Teig auch fertig. Den werde ich jetzt schön zusammenrollen. Dann wird er zugedeckt, circa eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde ruhen gelassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu benötigt ihr Hähnchenbrust, Glasnudeln, ich habe jetzt eine halbe große Zucchini genommen, Zwiebel, eine Möhre, Spitzpaprika und ein paar Gewürze. Da habe ich Kurkuma genommen, Pfeffer, Salz, Paprika und Ingwer. Die Glasnudeln kommen in eine Schüssel und darauf gieße ich kochend heißes Wasser und lasse es erstmal stehen. Das Gemüse habe ich schon mal in kleine Würfel geschnitten, bzw. die Möhre habe ich geraspelt. Ihr könnt natürlich die Zwiebeln und die Zucchini auch raspeln, so wie ihr gerade mögt. In der Pfanne lasse ich etwas Fett heiß werden. Und darauf gebe ich jetzt die Hähnchenbrust und lasse es 1 bis 2 Minuten kurz anbraten. Das Ganze solltet ihr nicht zu lange anbraten, da es ja nochmal im Ofen alles gebacken wird, sonst wird euch später die Hähnchenbrust zu trocken. Darauf gebe ich jetzt das komplette Gemüse. Mit den Gewürzen dazu und auch nochmal 1 bis 2 Minuten erstmal anbraten. Von den Glasnudeln das Wasser habe ich ausgeschüttet und die werden jetzt mit einer Schere einmal klein geschnibbelt und die kommen natürlich zum Gemüse noch dazu.
Das Ganze wird dann nochmal circa 5 Minuten angebraten. Da darf auch keine Flüssigkeit mehr sein. Und wer mag, kann noch Petersilie und Koriander zum Schluss hinzufügen. Und die Füllung lassen wir dann erstmal auskühlen. Wenn der Teig dann gut aufgegangen ist, können wir schon ein paar Kugeln formen. Dazu benetze ich meine Hände mit etwas Öl. Auf die Arbeitsfläche gebe ich auch noch mal etwas Öl. Und jetzt forme ich mir ca. 7 Kugeln, die ungefähr gleichmäßig groß sind. Mit diesem Teig könnt ihr auch ein leckeres, knuspriges Pfannenbrot auch herstellen. Das Video verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Die Kugeln habe ich noch mal 5 Minuten ruhen gelassen, bevor ich sie wieder ausbreite. Dazu benutze ich immer wieder etwas Öl und jetzt breite ich, wie gesagt, die Kugeln so dünn wie möglich aus. Darauf gebe ich etwas Butter oder Margarine für den Geschmack. Das Ganze wird dann so Blätterteig ähnlich. Und nun wird das Ganze mit etwas Öl nochmal zusammengefaltet, ungefähr 2 Mal, einmal von unten nach oben und einmal von oben nach unten. Und das Ganze mache ich dann nochmal von rechts nach links. Das Ganze mache ich jetzt auch mit den anderen Kugeln. Ich benutze immer wieder etwas Öl und ein bisschen Butter bzw. weiche Butter. Vor jedem Schritt lasse ich immer die Teigkugel bzw. das Gefaltete nochmal circa 5 Minuten stehen, damit man das besser später wieder ausbreiten kann. Nach 5 bis 10 Minuten Ruhzeit nehme ich mir wieder die gefalteten Teiglinge und breite sie mir wieder ein wenig aus. Dann nehme ich mir etwas von der erkalteten Füllung und gebe mir das auf den unteren Rand. Wer mag, kann natürlich noch ein bisschen geriebenen Käse drüber machen. Ich habe jetzt dieses Mal ohne Käse gemacht. Dann wird als nächstes die Seiten eingeklappt und dann von unten nach oben vorsichtig aufgerollt. Die komplette Rolle lege ich dann auf ein Backblech mit Backpapier. Das Ganze mache ich dann mit den anderen Teiglingen, bis der komplette Teig aufgebraucht ist. Mit diesem Teig könnt ihr sämtliche andere Füllungen auch machen.
Wer kein Hähnchenbrust mag, kann natürlich auch zum Beispiel Hackfleisch nehmen oder komplett vegetarisch, nur mit Gemüse oder was euch gerade einfällt, mit Wurst, mit Frischkäse noch einarbeiten. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, was für Füllungen ihr gerne mögt. Falls ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und sobald ich neue Videos hochgeladen habe, werdet ihr automatisch benachrichtigt. Bevor die in den Backofen kommen, wird ein Eigelb mit 1 Esslöffel Milch verquirlt. Diese bestreiche ich jetzt auf die kompletten Rollen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Bestreuen könnt ihr das Ganze mit etwas Schwarzkümmel oder halt auch mit Sesam. Bevor das Ganze in den Backofen kommt, schneide ich mir schon vorher kleine Stücke aus. Das Ganze könnt ihr mit einem Messer machen, aber am einfachsten geht das Ganze, wenn ihr eine Schere benutzt. Gebacken werden die ca. 30 bis 40 Minuten, je nach Ofen, bis sie schön goldgelbbraun geworden sind. Hervorragend schmecken sie natürlich warm. Servieren könnt ihr sie zur Suppe oder halt im Sommer als Grillbeilage oder als Snack für zwischendurch. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye.